Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute werde ich ein Safran-Risotto kochen. Ein paar Sachen habe ich hier schon vorbereitet. Falls ihr es nachkochen wollt, alle Zutaten sind unten in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Als erstes, wie immer, fangen wir mit der Zwiebel an. Für die Zwiebelwürfel nehme ich mir natürlich einen kleinen Behälter. Das ist übrigens Safran. Ich weiß nicht wie... Ja, jetzt kann man es erkennen. Das sind Safranfäden. Man kann sie aber auch gemahlen bekommen. Aber die Menge langt auf jeden Fall. Das sind übrigens 1 Gramm. Packe ich mal hier alles zur Seite, dass ich hier vernünftig schneiden kann. Also die Zwiebel werden wir in kleine Würfel schneiden. So, die Zwiebeln sind gewürfelt. Und jetzt werde ich hier mit dem Knoblauchzehen weitermachen und mit den Frühlingszwiebeln. So, wir haben jetzt alles zusammengeschnitten, was wir brauchen. Und jetzt kommen wir zum Kochen. Wie ihr sehen könnt, da rechts ist meine Gemüsebrühe. Die köchelt vor sich hin. Die soll ja heiß sein. So, dann fangen wir jetzt auch gleich mal an. Mein Topf ist angemacht, auch schon vorgewärmt, allerdings auf einer niedrigen Stufe, damit die Butter jetzt hier nicht gleich verbrennt. Jetzt geben wir noch ein bisschen Olivenöl mit rein. Warten, bis die Butter komplett geschmolzen ist. Und jetzt können wir unsere Zwiebel- und Knoblauchwürfel mit dazugeben. So, langsam haben wir auch die gewünschte Farbe von den Zwiebeln. Jetzt können wir unseren Risotto-Reis dazugeben. Das sind 200 Gramm. Und auch mit anschwitzen. Ihr wisst ja, wie es geht. So, jetzt werde ich auch den Safran dazugeben. Einfach hier mit auf den Reis drauf. Obwohl es nur 1 Gramm ist, riecht es schon wirklich intensiv. Unfassbar. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Kurkuma. Und in diesem Fall passt natürlich Kurkuma auch hervorragend dazu. Allein wegen der Farbe. Nochmal alles hier schön miteinander vermengen. So, wenn wir jetzt soweit sind, nehmen wir unseren Weißwein und löschen es einfach ab. So, wenn der Weißwein hier komplett verdampft ist, so wie hier, können wir gleich mal mit unserer Gemüsebrühe weitermachen. Wir geben hier einfach etwas rein. Nicht allzu viel, aber so, dass es schon bedeckt ist. So, jetzt seht ihr schon, die Flüssigkeit ist fast verdampft. Das heißt, demnächst kommt wieder ein Bratgeräusch und wenn ihr das dann hört, könnt ihr wieder Gemüsebrühe hinzugeben. Falls eure Brühe nicht salzig ist, könnt ihr euren Reis jetzt salzen. So, jetzt hört ihr wieder diesen Bratgeräusch. Kein Wunder, die Flüssigkeit ist ja auch quasi fast verdampft, wie ihr sehen könnt. Das heißt, es wird Zeit, wieder mit Gemüsebrühe aufzufüllen. Und das machen wir so lange, bis unser Reis zu 80% quasi durch ist. Bis es noch ganz wenig Biss hat. So, mein Risotto ist jetzt soweit. Wie ihr seht, die ganze Konsistenz ist auch anders. Und die Reiskörner sind natürlich viel größer als vorhin. Also ich würde jetzt behaupten, wir sind zu 80% fertig. Die haben noch ganz wenig Biss. Was wir jetzt machen werden, ist ein bisschen runterschalten, etwas Gemüsebrühe noch hinzufügen, einmal kurz aufkochen lassen. Und jetzt können wir auch unseren Topf ausmachen. Dann habe ich hier etwas geriebenen Hartkäse. Ihr könnt auch frischen Parmesan selber reiben, wie ihr möchtet. Hier mit rein und gleich vermischen. Und jetzt kommen kalte Butterflocken mit rein. Wirklich ganz zum Schluss. Und das einfach mit reinrühren, bis es schmilzt. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was es mit den Kirschtomaten und mit den Frühlingszwiebeln auf sich hat. Das nehme ich als Deko und darum kümmere ich mich jetzt. So, hier habe ich jetzt eine Pfanne, die habe ich jetzt auf voller Stärke. Dann nehmen wir ein bisschen normales Öl. Wieso kein Olivenöl? Weil wir die Tomaten scharf anbraten. Da würde das Olivenöl einfach nur verbrennen. So, die Pfanne ist schon gut heiß. Jetzt kann ich einfach die Kirschtomaten dazugeben. Dann können wir die Tomaten auch gleich ein bisschen salzen. So, die Tomaten haben schon eine schöne Farbe. Jetzt kann ich das ausmachen und schon mal anfangen anzurichten. Und genau die perfekte Konsistenz. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Pfeffer oben drauf machen. Ein bisschen Frühlingszwiebel. Dann habe ich hier noch ein bisschen Thymian frischen.
Und jetzt können wir auch die Kirschtomate rausnehmen. Und fertig ist unser Safran-Risotto. Schön cremig, sieht toll aus, also auf jeden Fall lohnenswert, es nachzukochen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß beim Zuschauen hattet, und falls ihr es nachkochen wollt, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage nochmal. Bis dann, ciao!